Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Am Anfang durfte ich nur in Bekleidung von Peter abends länger ausgehen. Aber Peter kümmerte sich mehr um Jule und Anna als um mich. Ich hatte den Eindruck, er war eine Zeit lang mit beiden gleichzeitig zusammen. Aber letztendlich entschied er sich für Anna. Es war keine gesunde Beziehung, ein ständiges Auf und Ab. Da waren zwei Menschen aufeinander getroffen, wild und unberechenbar. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Noch dazu bestanden Annas Eltern auf einen Mediziner als Schwiegersohn. Etwas anderes war völlig indiskutabel. Eines Tages rief mich Anna an. Sie war ziemlich betrunken und lallte irgendwas davon, dass sie nicht gut küssen könnte und Peter ihr das vorgehalten hatte. Da ich nicht weit von ihr entfernt wohnte und ich mir ernsthaft Sorgen um sie machte, traf ich kurz darauf bei ihr ein. Überall in ihrem Zimmer lagen blutverschmierte Handtücher herum. Auf dem Tisch stand eine halbleere Flasche Whisky und daneben lag eine blutige Rasierklinge. Sie hatte doch wirklich damit versucht, sich das Bändchen unter der Zunge zu durchtrennen, und es hörte nicht auf zu bluten. Ich rief dann ihren Vater und mit ein paar Stichen war alles wieder in Ordnung. Was ihr Vater von sich gab, erzähle ich lieber nicht. Später streckte sie uns hin und wieder die Zunge heraus und sagte, Operation erfolgreich gelungen. Weil Jule und Anna Gott und die Welt kannten, war ich bald mitten in einer großen Clique von Schülern und Studenten. Wir hatten eine Kneipe, in der wir uns regelmäßig trafen. Es war immer etwas los. Wir tanzten auf Tischen und Bänken, der Alkohol floss in Strömen, sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Egal wann ich nach Hause kam, musste ich ihr Rede und Antwort stehen. Ich konnte noch so leise ins Haus schleichen, sie hörte mich immer. In der Clique gab es ein Mädchen, die noch einen Zacken härter drauf war als wir. Sie war bildschön, lange blonde Haare und Drehaugen, Zähne wie Perlen, die Bäckerstochter. Sie stand oft mit den Jungs an der Theke und trank mit ihnen um die Wette. Während Jule sich immer mehr zurückzog, war plötzlich Gina die Dritte im Bunde. Sie liebte genau wie ich das Trampen. Wir wetteten oft mit den Jungs, wer schneller die 500 Kilometer entfernte Großstadt erreichte, Treffpunkt Hauptbahnhof. Natürlich haben Gina und ich immer gewonnen. Wir sind in unseren Urlauben immer per Anhalter gefahren. Natürlich hinter dem Rücken unserer Eltern. Unsere Eltern hätten uns das niemals erlaubt. Einmal hingen wir in der Nähe von Saragossa fest, auf einer staubigen Landstraße, und teilten uns die letzte Zigarette. Der Rest Wein in der Flasche war warm. Kein Auto, weit und breit. Wir sangen Bobby McGee, um uns die Zeit zu vertreiben. Schließlich kam, wir hatten kaum noch die Hoffnung, ein schwerer LKW angefahren. Ein dicker Spanier saß am Steuer und nahm uns mit. Ein paar Kilometer später hielt er aber wieder in einer Einöde an und versuchte sich nach hinten zu uns auf die Sitze zu quetschen. Er wurde zudringlich. Aber Gina boxte ihn in den Bauch und wir retteten uns mit einem Sprung nach draußen. Es wurde schon dunkel, als uns zwei junge Amerikaner, die eine Europa-Rundreise machten, mitnahmen. Ihr Ziel war Paris und wir waren begeistert. Wir erreichten Paris am frühen Morgen. In der Nähe vom Eiffelturm ließen sie uns aus dem Auto aussteigen. Natürlich haben Gina und ich als erstes den Eiffelturm besichtigt und sind bis ganz nach oben gefahren. Dieses Gefühl, den Wind in den Haaren, da oben auf dieser Plattform, der Blick in die Ferne, pure Freiheit. Wir durchstreiften die Straßen, saßen an der Seine oder auf irgendwelchen Treppen und schauten den Straßenkünstlern zu. Am Abend suchten wir uns ein Petit Chambre und am nächsten Morgen fuhren wir mit der Metro aus der Stadt heraus. Kurz darauf standen wir an der Straße und streckten den Daumen in Fahrtrichtung. Der erste Wagen, der anhielt, war ein Jaguar. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal, also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.